Ahoi Landratten! Ihr wollt Bilder wie diese machen, wisst aber nicht wie das geht? Kein Problem. Ich sage euch eine einfache Möglichkeit, seinen Avatar zu posieren. Alles was ihr dafür benötigt ist das Gratisprogramm VRM Dollplay, welches ihr kostenlos auf Booth bekommt. Ich habe euch dazu einen Link unten in die Beschreibung gepackt. Also ohne weitere Umschweife, fangen wir an. Ladet einfach die oberste Version herunter, welche 0 Yen kostet. Keine Panik wegen all dem Japanischen auf der Seite. Das Programm ist vollständig in Englisch und ich erkläre euch die Grundlagen, damit ihr sofort loslegen könnt. Entpackt das Programm einfach an einen Ort, den ihr leicht wiederfindet und das war es auch schon. Keine Installation ist erforderlich. Geht einfach in den Ordner hinein und klickt auf VRM Dollplay PC Where und es sollte sich das folgende Fenster öffnen. Als nächstes zieht ihr euren VRM-Avatar einfach in das Fenster hinein. Es sollte sich ein Fenster mit ein paar Informationen öffnen, aber das könnt ihr eigentlich getrost ignorieren. Ihr müsst einfach nur auf Load klicken und das Programm einen Moment rechnen lassen. Bevor ich euch jetzt nun zeige, wie ihr den Charakter posiert, sage ich euch noch schnell, wie man sich im Programm bewegt. Mit der rechten Maustaste dreht ihr die Kamera und mit dem Mausrad zoomt ihr hinein und heraus. Wenn ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet, dann könnt ihr die Kamera hin und her bewegen und den Rest machen wir einfach alles über die Befehle auf dem Bildschirm. Ihr seht die blauen Kugeln. Diese repräsentieren eure Gelenke, sowie das Kniegelenk, der Ellbogen und so weiter. Klickt ihr mit der linken Maustaste auf eine der Kugeln, dann kommt eine weitere Kugel mit verschiedenen Linien. Das sind die Drehachsen, um die ihr euer Gelenk drehen könnt. Drückt einfach mit der linken Maustaste drauf und haltet es gedrückt und dann könnt ihr das Gelenk einfach drehen. Das macht ihr so lange, bis ihr zu einem Ergebnis kommt, das euch gefällt. Wenn ihr euch währenddessen total vertan habt und wieder in die ursprüngliche T-Pose zurück wollt, dann könnt ihr es ganz einfach machen, indem ihr hier auf T-Pose drückt. Falls es euch zu umständlich ist, auf diese Methode eine Pose einzustellen, dann könnt ihr auch hier oben einfach mal auf Mode drücken. Euer Avatar macht dann einen kleinen Ruck und bricht sich vielleicht auch noch ein paar Knochen. Aber keine Panik. Das können wir alles reparieren und ist nicht permanent. Was euch aber vielleicht auffällt, ist, dass nun ein paar Kugeln pink geworden sind und ein paar andere ganz verschwunden sind. Versucht ihr nun die pinken Kugeln zu bewegen, passiert fast nichts und die blauen Kugeln machen fast das gleiche wie vorher. Klickt aber hier auf Move, dann wird aus der Kugel mit den Drehachsen ein paar Pfeile. Klickt ihr dann auf einen der Pfeile und verschiebt ihn in eine Richtung, dann seht ihr, wie sich das Gelenk entsprechend mitverformt. In diesem Fall seht ihr, wie sich der Arm zum Beispiel einknickt oder das Knie sich anwinkelt. Das liegt nämlich daran, dass in diesem Modus die pinken Kugeln mit den blauen Kugeln verknüpft sind und sich mehr oder weniger dynamisch und intelligent mitbewegen, sodass ihr weniger Arbeit habt. Wollt ihr nun in diesem Modus die T-Pose anwenden, dann seht ihr, dass es eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ihr müsst da nochmal auf Mode klicken und dann kommt ihr in den dritten Modus. Das erkennt ihr daran, dass es nun ganz viele kleine Kugeln gibt. Was dieser Modus genau macht, erzähle ich euch gleich, aber fürs Erste reicht es einfach nur, die T-Pose wiederherzustellen. Alternativ klickt ihr einfach noch einmal auf Mode und dann kommt ihr zurück in den ersten Modus. So, aber nun, was kann man machen, wenn sich der Charakter so komisch verformt wie bei mir? Ich muss euch ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, wieso sich mein Charakter so komisch verformt, aber wenn ich den Kopf nach oben und nach vorne ziehe, dann richtet er sich größtenteils wieder hin, weshalb ich einfach davon ausgehe, dass das ein Problem mit der Größe von meinem Charakter ist. Weil wenn ich mein altes Model hier reinlade, welches physisch noch kleiner war, passiert das nicht. Falls ihr übrigens euren Avatar aus dem Programm entfernen wollt, dann müsst ihr einfach auf eine der Kugeln klicken und dann hier oben auf Delete. Nun, ich schulde euch ja noch die Erklärung, was der dritte Modus macht. Was dieser Modus genau darstellt, will ich euch gar nicht mal zu genau erklären, weil das mit Ringen zu tun hat. Vereinfacht gesagt, das sind einfach nur die einzelnen Knochen von eurem Modell. Dieser Modus ist zum Beispiel dafür sehr gut geeignet, um einzelne Haarsträhne oder die Finger zu bewegen. Persönlich verwende ich eigentlich immer den ersten und den zweiten Modus und den dritten Modus nur so für Kleinigkeiten. Wollt ihr eure Pose spiegeln, dann könnt ihr es ganz einfach tun, indem ihr hier oben auf den Knopf Reverse klickt. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn ihr zwei Charaktere habt und diese dieselbe Pose einnehmen sollen, nur gespiegelt. In einem solchen Fall exportiert ihr die Pose einfach und importiert sie dann wieder beim zweiten Avatar und klickt auf Reverse. Wie ihr genau eine Pose speichert und wieder in das Programm ladet, zeige ich euch gleich. Aber vorher will ich euch noch kurz sagen, was die anderen farbigen Kugeln machen. Nämlich neben den blauen Kugeln habt ihr bestimmt auch schon die hellblaue, die grüne und die rote Kugel gesehen. Diese sind auch schnell erklärt. Mit der roten Kugel könnt ihr den Charakter an eine andere Stelle verschieben. Mit der hellblauen Kugel könnt ihr ihn drehen und die grüne Kugel bestimmt, wohin euer Charakter blickt. Um den Gesichtsausdruck besser einstellen zu können und damit es für euch übersichtlicher ist, blende ich jetzt mal kurz die Kugeln aus. Falls ihr das auch machen wollt, hier unten ist der Befehl. Um euren Gesichtsausdruck zu ändern, müsst ihr einfach nur hier rechts unten den entsprechenden Regler hochziehen und schon lächelt ihr. Oder ihr seid traurig. Oder schockiert. Solltet ihr die einzelnen Regler nicht sehen, was macht ihr dann? Richtig. Ihr klickt auf eine der Kugeln und schon erscheinen die Regler.
Hier könnt ihr ebenfalls auch eure Finger zu einer Faust oder einem Peace-Zeichen abändern. Wollt ihr aber noch mehr Kontrolle haben über euren Gesichtsausdruck, dann könnt ihr hier auf Full klicken. Nun verschwinden die einzelnen Emotionen und es erscheint eine Auswahl an allen möglichen Regeln mit vermutlich sehr kryptischen Namen. Aber ihr könnt auch so mit etwas Trial and Error durcharbeiten und euch zum Beispiel so extra Vampirzähne verleihen. Vorausgesetzt, dass euer Charakter natürlich die entsprechenden Einstellungen hat. Solltet ihr nun denken, ja, die Pose will ich später wieder einmal verwenden, dann könnt ihr sie, wie schon gesagt, speichern. Entweder als TXT-Datei oder als PNG. Was ihr wählt, ist euch überlassen. Ich persönlich empfehle euch aber das PNG-Format, weil dann habt ihr später eine Vorschau, um welche Pose es sich genau handelt. Theoretisch könnt ihr euch die ganze Szene als TXT-Datei abspeichern, aber als ich das versucht habe, ist mir das Programm jedes Mal abgestürzt. Das Programm fragt euch nun, wo ihr die Pose gespeichert haben wollt. Ich empfehle euch den Standardordner, weil das Programm kommt mit ein paar fertigen Posen und dann habt ihr einfach alles an einem Ort. Wenn ihr nun eine gespeicherte Pose laden wollt, dann klickt ihr auf euren Avatar, der diese einnehmen soll und zieht die Datei in das Programm und der Avatar sollte nun die Pose annehmen. Was es leider nicht macht, ist den Gesichtsausdruck und die Hände anzupassen. Aber das sollte, wie ihr gesehen habt, nicht viel Arbeit sein. Wenn ihr einen Hintergrund wollt, dann könnt ihr diesen auch direkt in das Programm einfügen. Zieht dazu einfach eine Bilddatei in das Programm und schon taucht es auch. Und auch hier, wenn ihr es woanders haben wollt, Move zum Bewegen, Rotate zum Drehen und Scale zum Skalieren. Persönlich mache ich das aber immer im Nachhinein, entweder mit GIMP oder Photoshop. Stört euch der weiße Boden, dann könnt ihr ihn auch ganz einfach löschen. Ihr seht, es ist einfach immer dasselbe in diesem Programm. Ihr klickt mit der linken Maustaste drauf und dann könnt ihr oben einstellen, was ihr machen wollt. In diesem Fall löschen. Seid ihr mit dem endgültigen Ergebnis zufrieden, dann könnt ihr ein Foto machen. Wählt einfach die gewünschte Auflösung und das gewünschte Format aus und dann mit einem Klick auf den Fotoapparat macht ihr ein Foto. Ihr solltet nun ein Kamerageräusch hören. Das Bild entspricht dann dem, was ihr gerade seht. Anders wie wenn ihr eine Pose speichert, fragt euch das Programm aber nicht, wo ihr sie gespeichert haben wollt. Aber wenn ihr in den Ordner geht, wo ihr das Programm geöffnet habt, dann seht ihr auch einen Ordner Foto. Dieser beinhaltet, wie der Name schon sagt, alle Fotos, die ihr geschossen habt. Hier ist übrigens auch der Standard-Postenordner von dem Programm. Wenn wir uns nun das Bild anschauen, dann erkennt ihr, dass die blauen Punkte verschwunden sind. Genauso wie die Taschenlampe. Ja, das soll eine Taschenlampe darstellen. Je nachdem, was ihr für ein Dateiformat ausgewählt habt, seht ihr nun einen grauen Hintergrund. Wollt ihr diesen weghaben, dann müsst ihr einfach das Dateiformat PNG auswählen, weil das Dateiformat JPG speichert keine Transparenzen. Und da es keine Transparenten speichert, muss das Programm irgendetwas anderes verwenden, in diesem Fall der standardmäßig graue Hintergrund. So, und das war's eigentlich nun auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch direkt im Programm Farbanpassungen machen, indem ihr die einzelnen Regler hier links nach oben schiebt. So könnt ihr eurem Bild zum Beispiel etwas mehr Farbsättigung geben oder eine Vignette hinzufügen. Oder wenn ihr ganz verrückt seid, auch Sachen wie den Farbton komplett ändern. Des Weiteren könnt ihr auch das Licht einstellen, sodass es zum Beispiel dunkler wird. Wollt ihr die Richtung ändern, von wo das Licht herkommt, dann klickt ihr einfach auf die Taschenlampe und nun könnt ihr wieder mit Befehlen Move und Rotate die Position so abändern, wie ihr es benötigt. So, und das waren eigentlich schon die wichtigsten Sachen, die ihr zu diesem Programm wissen müsst. Das Programm kann natürlich noch ein paar Sachen mehr, aber das sind die wichtigsten Sachen, die euch zum Starten helfen sollen. Es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentarbereich hineinschreiben würdet, wenn ich euch geholfen habe. Falls ihr noch mehr Fragen zum VTuben habt, dann könnt ihr das ebenfalls dort hineinschreiben. Ich will nämlich zukünftig noch mehrere Tutorials wie diese machen. Eventuell fragt ihr euch auch, wie man einen Kollab schafft, bei dem man 2 sich bewegende Models auf dem Bildschirm hat. Dazu gibt es auch schon ein einwandfreies Tutorial-Video auf meinem Kanal, welches ihr nun auf dem Bildschirm verlinkt seht. Aber das soll es für heute auch schon gewesen sein. Auf Wiedersehen, meine Landratten.